Good morning. Wel, die kruisen met een vers uit Galata kapitel 1 vers 3, wo het zijn dat mag genoeg en vrede van God, den Vader en den Herrn Jesus Christus met den Seinen. En den genoeg en vrede wens ik iedereen een hier van deze morgen hier in deze ruimte. We kunnen dankbaar zijn dat we hier waar Kansas dit in deze Isaak opkomen, om God zijn woord te predigen. Op zwaar dat het nog niet op is, dat we kunnen verval jeder Bankenfall haben, aber danach, we kunnen danach weer dankbaar zijn dat we kunnen al deze gelegenheid weer haben. Ist nicht so? En ja, zoals we hier schon hören, dat is van de Father's Day. Ik wens ook iedereen een Happy Father's Day. Hoe ik niet hoor in de tijd genoeg aan gedacht dat ik voor een boodschap reed met voor Father's Day. Maar danach, Jan en mij een beetje van dat te reden. En Fuhrer, wat is een Fuhrer? Een Fuhrer, zoals we schon hören, dat is de Herr en Hem, wat het aanleiden deed. Wo ik me zelfs moet aanstellen, wo ik veel moet kort komen daaraan. En een Fuhrer heeft een grote verantwoording, nee? En voor jou is het Father's Day. En ganz besonders voor jullie kinderen, heb je een Fuhrer van jou Happy Father's Day gewenst? Mir hangt een paar vers te lezen uit Epheser kapitel 6, vers 1 tot 3, wo het zijn dat kinderen, jullie christen vielleicht erst, jullie eltern te gehorchen, wil het eerst het rechte te doen, Vader en Mutter ehren, wie het eerste gebod waarop God de verspreking leert. Dat u dort goed gaat en dat u lang op deze eer leven kost. So, dit point daar om de kinderen. Hier komt het daar met aan de ouderen gehorchen. En zo krijg je ook van je vader je vader moet zijn dat je zal horchen. Ik geloof veel komt dat een beetje op aan de kinderen dat zij niet zo horchen willen als ze zal, niet? Maar daarna, zij je dankbaar voor je vader dat hij hier nach hem aas begint. Wanneer hij hier nu niet wil zijn, had je vielleicht van jou niet kunt waarschijnlijk hier naar de kwart komen. Vielleicht had je kunt, vielleicht bloß am andere Weg hier van jou gaan kunt, maar ja, dat de Vader, dat is de Herr en dat is de aanleider. Wo ik me veel moet kort vinden om, maar daarna, ik probeerde ook op te oefenen, dat het beter te merken. We kunnen dankbaar zijn dat we nog een Vader hebben. Personen, wat du nicht een Vader haben, die worden glaube ich alle ontdenken. Wat de Vader wird ist personen wat du noch den Vader haben. In nog een vers jangt me te lezen uit Kolosser. Kolosser kapitel 3 vers 20. Sagt dat, ken je gehorchen de ouderen, dat gefällt den Herrn. Als dat waar dat de kinderen zullen de ouderen gehorchen. Gehorchen Vader, want de Vader kunt wel op een christelijke weg leiden. Gehorchen ouderen of op je Vader. Van jou hebben we niet met de stark, maar krijgsgoud moet je de met de ook gehorchen. En wat jij we doen, om een betere Vader zijn. Vielleicht wil je ze denken dat van de Vader stark. Dit is een interessante vraag, wat jij we doen om een betere Vader zijn, nee? Ik geloof dat zijn veel moet dingen, wat we willen kunnen doen om nog een betere Vader zijn, als we al zijn. En een vers voetst hinger den 20. en den 21. vers, den liegt mir ook aan hart hier te lezen, dat zegt, je voeders verooit en verbetert je kinderen niet, dat zij niet schuchter en moedloos worden. Wat dat een kind, wanneer een voeder dat kind verbeteren dat wordt moedloos, nee? En toen wij allemaal voor oppassen, dat we kunnen een voeder zijn, dat we de kinderen niet willen verbeteren, dat we werkelijk mogen de voeder zijn, wat we zullen zijn. Ik had niet in de boodschap uitgemerkt, voor deze dag, dat het krijgt on Father's Day weer, maar
Ich dachte, ich würde ein kleines bisschen von dit lesen, dass wir kann wirklich dankbar sein, dass wir einen Vater haben und dass wir wirklich machen unseren Vater ein Happy Father's Day wünschen von dir. Für alles, was ihr getan habt, für jeder Tag, dass ihr schaffen hat, bringt das Geld in Haus und dass wir schaffen können und dass wir eten können. Ich glaube, da wo wir wirklich sollen unsere Vater verdanken, dafür du nach jeder Tag mit ihre Kinder kann top sein, dass wir wirklich können Zeit spenden mit unseren Kindern. Das ist genug von dort. Ich will wieder gehen und meine Botschaft nennen. Der Herr hat mir eine Botschaft und hat gelegt, wo das nicht leicht ist von zu reden. Wenn das ist eine Botschaft, wo ich mich sehr vielmals abbauen finde. Mir angeht einen Text zu lesen in Jakobus. Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3 von Vers 2 bis Vers 10. Jakobus Kapitel 3 von Vers 2 bis Vers 10, wo das sagt, wir luten uns alle Verschiedenes zu Schulden kommen. Und wer an all seinen Reden nicht falschet sagt, dort ist ein vollkommener Mann und kann seinen ganzen Körper beherrschen. Wenn wir die Pier abteimen, dort uns die horchen matten, dann haben wir die durch ganz unsere Gewalt. Check einmal nach die große Schip, die von starkem Wind gedreven wurden. Die wurden von Kapitän mit einem kleinen Ruder durchgestellt, wohin er will. So ist es auch die Tung, ein kleines Glad und kann große Dinge erreichen. Was für ein großen Wald kann dann doch mit einem kleinen Vieh angesteckt werden? Und die Tung ist ein Vieh. Die Tung ist eine eierreiche Welt mit unseren Gliedern, die den ganzen Körper vereinigt, die sagt, unsere ganze Natur in Flammen und Feuer direkt zu überhalten. Menschen haben allerhand Tieren, Vögel, Kryptieren, Wuttertieren, Tum gemerkt, aber die Tung, das alle denkt, voll doodbrengendes Jahr, kann keiner unter Kontrolle bringen. Mit der Tung lobt wie Gott den Vater, und mit der Tung fliegt wie die Menschen, die nur Gott sein Bild geschaffen sind. Wir uns heute zu beten. Uns allmächtiger gerechter Vater in den Himmel, wir kommen hier zu dir, das ist Mars, wir seien dir wirklich Dankeschön. Wir seien dir Dankeschön, dass du hast uns die Deren aufgemerkt, dass wir uns hier haben können versammeln, dessen Stirnwasser, den Wort fertigbringen. Und ich frage ganz besonders, magst du mich mit den Gästfällen, magst du die wir in mein Mühl ein, wo ich reden soll. Dankeschön, Vater, für uns beschützen auf dieser Weg, wo wir haben die Rest hier in der Hand. Und wir fragen ganz besonders, dass du magst und jeder einen segnen, magst du mit mir sein, magst du wirklich ganz besonders mir ansehen, magst du mir Gelotenheit geben, magst du mir Weisheit geben, dein Wort so zu bringen, als du was haben, oder ich dir das bringen soll. Himmlischer Vater, ich bete über die ganze Versammlung, die du gekommen hast. Ich heute jeden einen von Herzen willkommen, es sei ja sein oder es sei Tüß sein hier. Ich heute jeden einen willkommen hier in diese Kirche, dass sie sich hier machen Tüß feilen, sehen und sie mit uns alle durch diese Stirn. In Namen Jesus. Amen. So, als wir hier zu lesen tun in diesen Tags, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Tung abpassen. Die Tung, das ist ein sehr artiges Ding. Und die Tung, die braucht wie so viel. So ist die erste Vers sein, dass die Tung, das ist ein Vieh. Und die Tung, das ist eine eierreiche Welt, manch unsere Glieder. Und das ist eine Anstrengung, dass wir die Tung unter Kontrolle halten. Dass wir die Tung unter Kontrolle halten. Ich weiß, dass ich mir an dieser Botschaft viel Mut zu sein gekriegt. Da werden wir mir das in schwere Time das fertig bringen, aber der Herr, der lädt mir das an Hort. Und ich will Gott gehorsam sein und bringen das fertig. Und mir angeht auch ein Vers zu lesen von dem Psalm. Psalm 50.
Psalm 50, vers 19 en 20. Psalm 50, vers 19 en 20 sagt, dat die brugst die Mühl zum Weis treden in die Tung zum Lees en heen het licht hier. Die setzen reeds über die Bruder in Rats, die Mütter ihre Sehens herauf. Hier ist das sehr wichtig, dass wir unsere Tung unter Kontrolle holen, dass wir nicht über den anderen reden tun. Wo leicht ist das nicht für uns, dass wir über den anderen wollen ein bisschen reden? Wenn wir für uns auch so denken, dass es so schlecht, aber danach, wir müssen nicht denken, ist das so, was du abgehen das, oder ist das nicht. Wir haben einen Vers, wo das sein, dass uns Reden, das soll immer leiftulich und interessant sein. Und wo leicht ist das nicht, über den anderen ein bisschen reden, und du musst das nicht auch für uns mit anteilen. Und wo der Mensch voll von ist, dat kommt uit in zijn Mühl uit. En wir haben ein Vers zu lesen het zijn een paar Vers zu lesen uit Matthäus, wo Jesus, das sind Jesus seine Wehr, Matthäus Kapitel 12, das sind Jesus seine Wehr, wo Jesus hat abgeschrieben, wo Jesus gesagt hat, das ist in Matthäus Kapitel 12, Vers 34 bis Vers 37, en dat we worden moeten werkelijk rekenschap geven voor jede andere gebod wat we reden doen. De 34e vers zegt, een goede mens brengt het zijn goede kuma goede eruit. En een slechte mens brengt het zijn slechte kuma slechte eruit. So, wenn we in Kind Gottes zijn en dat we den gouden jes hebben, dan kunnen we dat hier, een goede mens brengt het zijn goede kuma goede eruit. Aber wenn wir ganz verschlechtet sind, dann kommt es uns Kummer schlechtet raus. Und die 36. Vers sagt, ich sage Ihnen das, gerechtig worden die Menschen Rechenschaft geben für jeder andere Geburt, was sie geredet haben. Willst der keine eine wird, wo je gerechtfertigt und der keine eine wird, wo je verdammt. So, das kommt weiter unsere Tung, dass wir unsere Tung wollen mehr Kontrolle haben. Dat we de Tung nicht wollen de Wahlen lopen. Wat van de andere Tung haben wir nicht, wenn wir gegeten haben und dass wir Wort zwischen den Zähnen haben, die Tung das ist immer andere. Meines Jahres die Tung die Perk hat immer da haben, das ist eine andere Ding. Und so sagt er an den Tags, wo ich lesen, die Tung, das ist ein andere Ding, man kann sich Glieder und kann viel erreichen. Das ist ein Vier. En een tong, dat gebruiken we zum Reden. En een tong, dat kunnen we gebruiken zum Menschen loben. Dat kunnen we gebruiken zum Menschen abgehen. Aber dat kunnen we ook zo leicht gebruiken zum Menschen durchschlagen. Een Mensch können we sehr leicht durchschlagen. En een klein Stootje, bloß mit der Tong, bloß mit ein paar Wörter sein. En ich sage nicht, dass das hier so, manch Jüntje was ist, aber danach, ich später so, Gott lädt mir das Hart. En ik dacht, ik wil God gehoorzaam zijn en ik wil dat hier verbrengen. En nu hebben we een paar vers uit Epheser, wo het ook nog zijn dat ons reden zal. We zullen niet reden over de nächsten, wat de nächsten schulden zal. Uit Epheser kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Vers 29, daar staat ik, zeg, red nicht, wat die nächsten schulden kann, red bloß dort, wo der dir geholfen wird, der gentiert. So wir sollen nicht reden, wat die nächsten schulden kann, so wir sollen lieber bis dort reden, wo wir die nächsten kann mit abwehren, ist nicht so? Wir sollen unsere Tung abpassen, wir sollen dort reden, wo der nächste geholfen wird, dort wir die nächsten kann abwehren. Der deutlichste Vers sagt dort, beleidigt Gott sein Heiligen Geist nicht, willst du jetzt als Gott sein Teken, dort heu ans ähnet, der Garantie, dort der Tag kommt, dort wir herübergeraten worden. So, dann ist das sehr wichtig, dass wir unsere Tung abpassen, dort wir sollen den Heiligen Geist nicht beleidigen, und dort als Gott sein Teken, und der Tag kommt, dort wir hier herübergeraten worden.
En zoals we weten, de dag die komt voor ons, jeder dag nodig. Is dat van jou wat du is, dat weet we niet. Als dat morgen is, dat weet we niet. Maar daarna is het wichtig dat we onze tong oppassen doen, wanneer de tijd opgerand is, dat je van Jezus komt en hij neemt ons naar huis, dat we worden voor onze tong gebruikt hebben om arm verherrlichen. Dat we worden arm geloofd hebben. En ja, een vers te lezen uit Psalm 34, vers 14. Psalm 34, vers 14 zegt dat, dan hou die tong van buizen in die lappen, dat je niet lees reden. So de tong, dat is zo leicht eruit om lees reden, nee. De 14e vers zegt, we zullen de lappen houden, dat je niet lees reden. En blijf van de buizen weg, en de godet, ziek vrede en streef doen dat te houden. So we zullen wegblijven van het buizen. En dat is groot, dat komt door de tong. Want irgendwo in het getop zijn, wo einer eerst einmal zoveel moet manke was, en heeft spoesvee had, en heeft veelmals aan zijn tong de wellen geloten. Maar nu moet einer je in de tong herrschen, dat we kan de tong onder controle brengen. De tong dat is een aardige ding. Dat is zo leicht eruit te reden. Bij mij is dat zo dat is zo leicht eruit te reden. Het moet verder alle vliet aanzetten, dat ik gewoon de tong onder controle houden. Dat einer niet zo leicht reden deed. En veelmals is dat ook, dat einer heeft eenmaal wat geredet, wo einer niet meer opgedacht heeft, wat de nächsten woorden schulden kan. Dat is ook eenmaal zo. Maar danach de tong is zeer wichtig, dat we die onder controle houden. En mir ist das auch interessant, wo Petrus geschrieben hat, in Petrus Kapitel, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10, sagt dat, wils wer du leeft en gode deel seinen wel, moet über seine tong herrschen, dat hij niet schlechte dreht, en du nur seinen, dat du nicht Bullshit über seine Lappen kam. Das Vers, der das sehr klar rüberbringt, dass wir sollen über unsere Zunge herrschen. Und dass wir sollen nicht Bullshit über unsere Lappen rumlaufen. Und wir brauchen unsere Zunge durch den Tag so vielmals. Und ich denke, wir abchecken, wofür wir reden wir den Tag. En ik dacht, vielleicht wird das für die Frühs noch viel weg an ihre Tongue abpassen. Vielleicht würde ich beim Mann der Hänger der Rüt, wenn hier der wird, aber danach, ich wollte wegen sein, das ist nicht dort gemeint, aber ich denke, wir checken, wofür wir reden wir einen Tag. Und durchschnittlich, ein Monat redet 7000 wir den Tag. Wofür von der wir würden wir reden, zum Gott verherrlichen? En wofür würden die nicht sein? Und danach in der Früh redet 20.000. So viel mehr wir reden in der Früh durch den Tag ist ein Monat. So dann sind die Männer doch viel stiller als die Früh sind. Aber danach, die Früh sind so viel manche Kinder, machen so fertig sein, heute ich hier oder heute ich da, ab hier mit Jahren. So, das ist fertig interessant. Ich habe nicht gedacht, dass du wirklich wohl so viel wird sein, was einer einen Tag reden wird. Aber das wird durchschnittlich sein, wofür wir wie einen Tag reden tun. Und noch ein Vers ist Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Jakobus Kapitel 1, Vers 26 sagt, wer du meint, dass er Gott deint, und kann seine Zunge aber nicht in Tom holen, der schmerzt sich selbst an, und so ein Mensch sein Gottesdienst als vergebens. So, wenn wir meinen, dass wir Gott deinen, und kann unsere Zunge aber nicht in Tom holen, dass wir nicht kann über unsere Zunge herrschen, dann schrift Jakobus hier, so ein Mensch sein Gottesdienst als vergebens. Und du wirst immer nur sein, dass wir nicht wollen Dinge
reden, dat wir würden unsere Tung kann unter Kontrolle holen, dat wir würden den Gottesdienst nicht vergebens tun. Und sehr wichtig ist, dass wir würden unsere Tung immer abposten. In Titus, Paulus schriftet auch zu Titus, wo unser Reden wörtlich soll sein. Dat unser Reden dat soll immer leiftulich sein. In Titus Kapitel 3 Vers 2 sagt, zij zullen über andere nicht schlecht reden und zu allen Menschen freundlich und freundlich und leiftulich sein. Das ist so viel leichter, zu einem sein Freund freundlich sein, als zu einem sein Feind, ne? Aber wir sollen unsere größte Feind auch bleiben. Wir sollen zu allen Menschen freundlich sein, nicht bloß zu Wort. Und dann noch ist es so wichtig, dass wir uns nicht lauten mitreden, wenn wir auf einmal so eine Menschen sind, wo du jeden Gott reden tun oder haben du Spaß für, und dass wir uns nicht wollen verleiten lassen. Dass wir wirklich nur unsere Tung abposten. Und wenn einer mal so eine ist, oder später abstehen und gehen fort, oder gleich für die Wahrheit anstehen und sagen, dass hier kann ich nicht mitreden, hier sind ich Bande was und Gott hat mich rausgeraten. Dass wir uns nicht wollen verleiten lassen. Dazu will ich ein paar Verse lesen aus Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, Vers 6 und 7. Willst je weten so gut, ik doe in 4, 5, ik meine de 6. Vers. Lutjent nicht verleiden, durch lade wir, willst du wehen, cham Gott sein Euer, über die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Und hat nichts mit so einem Menschen zu tun. So einer soll nicht mit so einem Menschen zu tun haben, was Gott nicht gehorchen tun. Und wir sollen auch nicht mit so einem Menschen mitreden. Wir sollen nicht mit so einem Menschen schon bei der Rede haben. So ist es in 4. Vers sein, dass die sollen nicht schon bei in Norderhof der Rede haben. Auch nicht Dummheiten treiben, die nicht ansteht. Aufgehend, lieber dankbar zu sein. So, wir sollen uns lieber eben dankbar zu sein. Dankbar sein immer zu aller Zeit. Das ist auch nicht immer leicht, ne? Aber danach, wir sollen nicht Dummheiten treiben, wir sollen uns viel lieber eben dankbar zu sein. Und wenn wir dankbar sind, dann können wir viel leichter von Leib reden. Und zoals we hier schon in der Anleitung haben, was Bruder Obram sagt, dass der Leib da viele Sinnen tau, scheint ein, hat wir du alt in der Anführung. Und wenn wir reden, wir sollen immer so reden, als wenn wir Gott sehen, wie wir reden. Und wenn wir immer so reden, dann als wenn wir Gott sehen, wie wir reden, dann wo wir nicht bei uns so sagen, über unsere Tung herrschen, aber danach wir machen über unsere Tung herrschen, dass wir kennen, wie wir reden. So ist, wenn wir Gott sehen, wie wir reden. Nicht so? In Psalm 35, Vers 28, du hast das ein Vers, wie mir sehr interessant wird, ist Psalms, das hier abgeschrieben hat. Psalm 35, Vers 28, das sagt, in meine Tung soll von deiner Gerechtigkeit reden und die den Tag überloben. So, wenn wir können über unsere Tung herrschen, dann wollen wir Gott loben und preisen. Und dann können wir auch so viel leichter andere Dinge loben. Dann sollen wir viel leichter bereit sein zum Danken und zum Loben. Bereit sein zum irgendwas loben. In 2 Kapitel 2, Vers der 37. Kapitel,
vers 30 sagt dat uit de jarachte muilchamp wijsheid en de tung reed wat het as. So, mir wird het interessant dat hij vers dat we zal aan de tung van buiten holen en hier sagt het over uit de jarachte muilchamp wijsheid en de tung reed wat raag as. So, wenn wir unsere tongue wollen unter Kontrolle holen können, dann wollen wir reden, was reich ist. Dann wollen wir unsere Tongue nicht so leicht die Wellen tun. Das ist ein andere Ding, so dass das ein Tag sein wird, das ist in 4. Manch unsere Glieder, und die können unseren ganzen Körper vereinigen. Und die können auch den ganzen Körper in die Hallen schmieden, wenn wir die Tongue die Wellen tun. In ein paar vers uit Psalm 16. Psalm 16, vers 9, wat durch 11, wo das sein dat du wen sie ik vom harten Frau in meine Tongue redt met vrij. Mijn Körper wordt ook een hoepning rijden. Wils, du wascht meine Säule nicht, en het dood is rijk. Du wascht meine Säule nicht, en het nicht het dood is rijk handgeven. En den helden nicht, en het dood is rijk nanschmieten. Du merkst mich met het levenswater bekannt. En die wordt als de vrede zo groot. Du merkst mij met het levenswoord bekend, en die wordt als de vrede zo groot als de boren kan. Bij die toerechte hand zijn eeuwige vrede. So, wenn wir wollen über unsere Tongue herrschen, en dat laatste eng in den Vers sagt het, en bij die toerechte hand zijn eeuwige vrede. So, bij God toerechte hand, dat wo Jezus ansteht für uns. Und wenn wir unsere Tongue haben die Wellen geluten, danach als du ein Vermittler, wir können danach weiter mit Jesus kommen, Jesus vergib uns danach weiter, dass er vergib uns all die anergewiert, was wir geredet haben, wenn wir bereit sind zum Tauschstunden, und dass wir haben alles getan. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Mir wird nicht leicht über das Thema zu reden, aber danach ich will Gott gehorsam sein und ich will über das Thema ein bisschen reden. Und so ist das ein Tag, in meinen Tag sein wird, dass über die Tongue, dat eure Ding voll doodbringende ja kon China onder Kontrolle houden. Ik deed aan denken aan den 7. Vers, en Yacouba 3 gerutst, den 7. Vers, wo das sein, dat Menschen haben allerhand Tieren, Kryptieren und Buttertieren können tun mehr. Aber das eure Ding, aber die Tongue, das eure Ding, so dort hat China könnt unter Kontrolle bringen. Deswegen sagt er, dass wir nochmal jeder Tag kämpfen, dass wir mal über unsere Tongue herrschen und dass wir können dankbar sein, wenn wir wollen unsere Tongue unter Kontrolle holen, dass wir wirklich machen dankbar sein. Und auch zuletzt noch ein Vers aus Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Der Vers sagt, en alles wat je zijn en doen, en alles wat je zijn en doen, doet in onze Herren Jezus zijn noemen. Daar is dank God onze Vader. So dat is, en alles wat we zijn, dat zal we allemaal doen, onze Herren Jezus zijn noemen. Daar is zal we onze
Gott und Vater danken. Was so wie wir uns noch einmal opnehmen zum Beten. Ans Allmächtiger, gerechter Vater in den Himmel, wir kommen hier noch einmal zu dir. Wir sagen die Dankeschön für deine große Liebe, die du noch hast für uns. Wir sagen die Dankeschön, dass wir diese Gelegenheit haben, uns hier so zur Versammlung, um die Worte zu kicken. Herr, ich frage ganz besonders, magst du dein Wort segnen, wo du geredet hast, magst du wirklich ganz besonders mit jedem einen sein, dass wir wirklich möchten nur unsere Tung abpassen und dass wir wirklich möchten über unsere Tung herrschen können. Ich bete für jeden einen und so ganz besonders für mich, dass ich kann über meine Tung herrschen, dass wir können wirklich da die wir reden, wo du was haben, wo wir reden sollen. Dass uns Reden soll immer leiftulich und interessant sein. Und dass wir sollen reden, wo die Nächsten abbiegen können. Nicht dort den Nächsten durchschlagen soll. Himmlischer Vater, wir loben und preisen und danken dir. Und wir freuen uns, dass du in jedem einen magst segnen, der hier von dir ist. Im Namen Jesus. Amen.